Liebe Ainur, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und uns einfach aus Ihren vielen Jahren Erfahrung als auch Social Impact Entrepreneurin berichten. Es ist ein ganz besonderer Ansatz und ich möchte es auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ainur ist seit über 20 Jahren Entrepreneurin. Sie kam aus der Türkei nach Berlin und aus einer persönlichen Erfahrung heraus hat sie gesagt, und ich möchte zurückgeben. Das, was ich bekommen habe, und sie wird es noch erläutern, möchte ich zurückgeben. Und das war ihr Ansporn, ihr Unternehmen zu gründen, zu gestalten und aufzubauen. Und da würde ich Sie jetzt bitten, hierher zu kommen, auf die Bühne zu kommen, zu erzählen. Und an der Stelle darf ich mich noch herzlich bei Maria Aristi vom VBKI bedanken. Ich sehe sie gerade im Hintergrund, weil ich kam zu Maria und habe gesagt, ich hätte so gern jemanden aus Berlin mit dabei, die mit viel Herz ihr Unternehmen führt. Und in dem Moment sagte Maria Aristi, ich weiß wer. Sie nahm das Telefon in die Hand und hat Ainur angerufen und Ainur hat sofort zugesagt. Danke fürs Hiersein. Sehr gerne. Ich glaube, das geht, oder? Okay. Mein Name ist Ainur Boldas. Ich bin 1968 in der Türkei geboren. Und ich bin 1988 über Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Ich wusste, dass sehr viele Türken in Deutschland arbeiten, Almania. Aber wo Almania ist, welche Sprache Almania spricht, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Als ich hier gelandet bin, da war natürlich ein Schock. Und weil ich ja auch aus ganz, ganz kleinen Teil Türkei komme, wo wir ein bisschen Türkisch konnte ich, aber ich habe eher Kurdisch gesprochen zu Hause. Also als ich 1988 nach Deutschland kam, war es wirklich ein Schock mit der Sprache. Ich habe gedacht, oh je, was wird denn hier aus mir? Ich werde die Sprache nie lernen können. Und es war ein Schock. Den ersten Schock habe ich überwunden, indem ich 6 Monate Deutsch gelernt habe. Ich habe in der Deutsche Volkshochschule Schulkurs und habe ich angefangen, diese Sprache etwas zu lernen, habe ein bisschen sprechen gelernt. Danach habe ich meinen Führerschein gemacht. Ich habe 3 Mal nicht bestanden, 4. Mal habe ich schon bestanden. Und also ein bisschen Deutsch ging schon. Führerschein habe ich gemacht. So, jetzt kamen nächste Schritte. Ich habe ich hatte eine Tochter. Ich musste damals 5 Jahre zu Hause warten, bevor ich überhaupt eine Arbeitserlaubnis bekommen durfte. In den 5 Jahren habe ich mein Kind habe ich zum Kindergarten gebracht. Ohne Ausbildung in Deutschland war es sehr, sehr schwer, weil damals, vor 20, 25 Jahren oder vor 30 Jahren war in Deutschland, wenn jemand keine Ausbildung hat, konnte man vergessen. Daraus wird sowieso nichts. Und nach meiner Arbeitserlaubnis habe ich als Reinigungskraft angefangen zu arbeiten. Ich habe in einem Krankenhaus angefangen. 3 Jahre war ich als Reinigungskraft. Danach habe ich eine Stelle übernommen als Vorarbeiterin. 150 Mitarbeiter habe ich geleitet. Ich habe die Sprache, Führerschein, Arbeitserlaubnis, das waren alle für mich Erfolgsfaktoren, die mich sehr motiviert haben. Dann kamen familiäre Situationen, dann habe ich mich scheiden lassen, gab es wirklich, alles war komplett. Alles habe ich komplett neu gemacht, auch neu angefangen. Also als ich als Vorarbeiterin angefangen habe zu arbeiten, ich habe gedacht, Mensch, das wäre zu wenig, nur als Reinigungskraft zu arbeiten oder als Vorarbeiterin zu arbeiten. Ich wollte gerne Gutes tun, Geld verdienen, mich verwirklichen, aber auch sehr gerne vieles auch zurückgeben, weil ich habe sehr viel Unterstützung von meinen deutschen Freunden bekommen. In den Jahren, wo ich auch sehr viele Probleme hatte. Ich habe mich für die Selbstständigkeit vorbereitet, mit großen Schwierigkeiten, weil die Sprache auch nicht damals so gut war. Weil wenn Sprache nicht so gut ist, alleinerziehende Mutter ist, bei der Darlehen, Kredit beantragen, war auch ganz, ganz große Probleme waren da. Wie geht denn das? Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe immer wieder für meine Träume gekämpft. Da habe ich auch mich durchgesetzt, gute Beratung bekommen. Ich habe die Firma gegründet. Als ich die Firma gegründet habe, seit im Jahr 2000 habe ich gedacht,
ich würde gerne Obdachlosen einstellen oder Menschen, die Probleme haben, weil ich ja auch Probleme eigentlich hatte, so zu sehen. Ein Unternehmen gründen, Menschen beschäftigen, die kaum Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt. Das Unternehmensgründung ist sehr gut gelaufen und habe ein paar Mitarbeiter eingestellt, die Schwerbehinderungen hatten. Also die Mitarbeiter, die eigentlich kaum eine Chance auf dem Markt hatten. Also das ganze Bündel habe ich das ganze Unternehmen anders gemacht. Ganz anders gemacht. Alles anders gemacht. Das Unternehmensname Forever Clean ist es interessant. Frau macht Männerbranche. Gebäudereinigung ist eigentlich Männerbranche. Das ist auch anders gemacht. Also heute kann ich sagen, was ich damals angefangen habe, das ist Zukunft. Zukunft ist Nachhaltigkeit. Zukunft ist Menschen mitnehmen, die keine Chancen haben. Zukunft ist nicht nur Kapitalismus, sondern weiter Geld machen. Das ist ein Teil, aber das hat keine Zukunft. Also Zukunft ist einfach wie die Umwelt, was Umwelt heute ist. Irgendwann geht alles kaputt. Irgendwann haben wir die Umwelt kaputt gemacht. Irgendwann haben wir... Ich bin nicht gegen Kapitalismus. Es ist gut, dass Leute arbeiten, fleißig sind, Geld machen, Unternehmen gründen. Das ist eine super Sache. Aber was vergessen wird, Menschen, die nachbeteiligt sind, werden oft vergessen. Viele Vorurteile gegen Menschen, die anders sind, die eine andere Kultur haben, die Schwerbehinderungen haben. Aber dabei wird es vergessen, wie schnell es geht, dass jemand eine Schwerbehinderung hat. Eine Krankheit, durch eine Krankheit, ein Krebs, irgendeine Krankheit ist man schwerbehindert, hat kaum eine Chance, in den ersten Arbeitsmarkt reinzukommen. Also ganz einfach, ist krebskrank. Wenn jemand eine Krebserkrankung hat, geheilt wird, nochmal in ein Arbeitsleben reinkommen möchte, in der Regel hat, nicht oft, aber in der Regel hat man eine Schwerbehinderung und wenn das im Ausweis steht, kaum eine Chance, nochmal eine Arbeitsstelle anzufangen, weil die Arbeitgeber Sorgen haben, weil der Mitarbeiter fehlen könnte, weil er mehr Urlaub hat, weil ich ja irgendwo wird ja bremsen, mein Job bremsen, dieses Unternehmensalltag bremsen. Natürlich, es ist auch etwas dabei, aber es wird mehr gegeben, als kostet. Die Mitarbeiter sind in der Regel sehr treu, sehr loyal. Die Mitarbeiter sind die im Unternehmen bleiben, die immer da sind, die jemand nicht verlassen, weil auch jemand denen geholfen hat. Also wir haben heutzutage, die Forever Clean beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter. Die Forever Clean ist in Deutschland, in der Türkei und in Österreich tätig. Wir sind ein Glas- und Gebäudereinigungsunternehmen. Wir sind ein Meisterbetrieb. Wir bilden aus Kaufmann, Kauffrau, Gebäudereiniger, Gebäudereinigerin. Meine Mitarbeiter in Berlin sind ca. 45% schwerbehindert, also haben eine Schwerbehinderung. Anders. Es ist anders, die Struktur anders. Ich muss sagen, ich bin auch selber anders. Das Ganze passt zusammen. Das ist ein Erfolg ist, wenn man ohne Vorurteile jemand begegnen kann. Erfolg ist, ja, ich bin Chef, aber irgendwie sind wir alle gleich. Ich habe mehr Verantwortung als meine Mitarbeiter. Dieses Anderssein, Chancen geben, Vorurteile loswerden, das ist Erfolg. Und ich liebe Deutschland über alles, weil ich hier mich sehr zu Hause fühle. Ich kenne überall alle Ecken Deutschlands. Sich zu Hause fühlen, ein Unternehmen gründen, wo man wirklich kaum Chancen hatte, erfolgreich damit sein, einfach mutiger sein, Mut machen. Ich würde jeden Arbeitgeber Mut machen. Stellt Leute ein, die anders sind, stellt Mitarbeiter ein, die eine Schwerbehinderung haben. Einfach geben, 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 kommt 100% zurück. Dankeschön. Ich glaube, ich bin fertig. Ich rede sehr schnell, immer sehr schnell. Wir schauen, ob es noch Fragen gibt, Ainur, und Okay. dann werden wir die auf... Wir schauen, ob es noch Fragen gibt, Ainur, und dann werden wir die kurz noch übersetzen. Und dann, wenn du sie kurz stellst, dann stelle ich sie noch auf. Du hast gesagt, dein
Ach, sag's doch schnell, dann können die übersetzen. Ich kann auch übersetzen nochmal. Nee, mach auf Deutsch, dann können die weiter. Hast du es schon verstanden? Ja. Okay, so my question was, how do you measure loyalty in your employees? So how long have they stayed with your company? Also meine Mitarbeiter sind seit 2002 bei mir, großer Prozent. Die sind immer noch da. Daher merke ich auch, weil Krankenstand ist bei uns sehr, sehr gering, unter 1%. Und das andere ist, weil meine Kunden seit 17, 18 Jahren, seit der Gründung her bei mir sind. Das zeigt, das ganze Konzept stimmt. Und weil wir auch finanziell gut sind. Wir sind auf jeden Fall, wir machen auch Gewinn. Also nicht nur, weil wir sind ja kein gemeinnütziges Unternehmen. Alles passt. Weitere Fragen? Ich würde mich dafür interessieren, welchen Vorurteilen du in einer immer noch auch in Deutschland vielleicht männerdominierten Geschäftswelt begegnest und welche dich da so besonders frustrieren. Also sehr viele. Also ein paar, du kannst ja die Top-Liste oder so. Ich habe eigentlich eine Top-Liste, aber ganz kurz ein paar Sachen. Es ist wirklich sehr viele Vorurteile da. Vorurteile sind Frau, Migrantenhintergrund. Also am Anfang gab es sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber vor allem Migranten. Ja, eine Frau und die alleinerziehend ist und gab es sehr viele. Bei der Banken gab es der Banker, der zum Beispiel nicht an mich geglaubt hat, immer wieder mich zurückgeschickt hat, aber hat der Pech gehabt. Oder eben es gab viele Vorurteile. Ja, Sie merken selber auch, ich habe ja immer noch Sprachprobleme. Aber genau das, wenn jemand das hört, aber immer noch Sprachprobleme. Ich kann Sprachprobleme haben. Ich kann keine Ausbildung haben. Ich bin ja ausgebildet, weil ich ja ein Unternehmen seit 20 Jahren führe. Ich habe so viel gelernt im Unternehmen, als ob ich studiert hätte. Vielleicht hätte ich nicht so viel gelernt. Es gab schon viele Vorurteile. Hallo, eine Frage. Was ist das Rezept, dass sich alle im Unternehmen vorurteilsfrei begegnen? Reicht es schon, wenn der Gründer und Chef selber jedem offen begegnet oder was passiert zwischen den Menschen? Genau das. Also es ist vorurteilfrei, würde ich sagen, wird nachher vorurteilfrei. Am Anfang, wenn man sich begegnet, hat man ja viele Vorurteile. Stellen Sie mal vor, Mitarbeiter mit Schwerbehinderung, ohne Schwerbehinderung arbeiten zusammen. Ja, man muss diese Teams zusammenbringen, das funktioniert. Aber da ich sehr offen bin, da meine Tür immer offen ist für jeden, die Mitarbeiter merken, dass kein Unterschied da ist. Ich denke mal, dass es alleine mit meiner Philosophie zu tun ist, indem ich aber die alten Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind, sehr lange eingearbeitet habe und das ist wirklich das ganze Konzept ist so. Jemand, der bei mir arbeiten möchte, weiß von vorne an, dass bei uns anders ist. Ja, also wir haben auch einen Betriebspsychologe bei uns im Unternehmen, darf ich nicht vergessen. Was ich nicht schaffe, dann bekomme ich Unterstützung von dem Betriebspsychologen, der auch bei uns im Unternehmen ist. Eine Frage zur Einstellung der Mitarbeiter. Machst du es wirklich so, dass ihr eine radikale Inklusion macht? Das heißt, wer zuerst, um das Bild zu malen, auf der Liste steht, wird eingestellt? Oder habt ihr überhaupt noch welche Kriterien, nach denen du sagst, den ja, die Person nicht? Also jemand, der Motivation mitbringt, nehme ich 100%. Wichtig ist, dass jemand Motivation mitbringt. Am Anfang natürlich, stellen Sie mal vor, wenn jemand eine Schwerbehinderung hat, eine Krankheit hatte, der lange Zeit nicht gearbeitet hat und findet eventuell eine Stelle, es wird an uns vermittelt, er glaubt erstmal nicht, dass es so ein Unternehmen gibt. Mit der Zeit ist er motiviert. Wir stellen ein, kann im Rollstuhl sitzen. Also wir haben ja die Mitarbeiter, die bei uns sind, haben verschiedene Schwerbehinderungen, geistig, psychisch, also alle Krankheiten, die bei uns arbeiten. Aber alles funktioniert, wenn man
Natürlich, wir müssen immer wieder die Arbeitsstelle wechseln, bis wir eine passende Stelle finden. Dann funktioniert es. I don't have a question for you, but what I have an appreciation immensely what you have done as an immigrant and how you hired people who didn't have a chance. From one immigrant from Canada to another immigrant in Germany. Thank you. Thank you. Time for another question. Wir haben noch Zeit für eine. Da. Wir haben noch. Hallo Ainur, ich wollte fragen, also erstmal auch Chapeau für deinen Werdegang. Hat es für dich noch, also eigentlich würde man denken, du hast alles erreicht. Hast du noch irgendwie eine Vision für die Zukunft? Wo möchtest du noch hingehen? Gibt es noch was du erreichen möchtest? Ich habe gerade angefangen. Cool. Dankeschön. Vielen Dank. Also wenn man diese türkische Denke denkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe gesagt, in 3 Jahren habe ich geschafft. Als der Steuerberater mir gesagt hatte, in 7 Jahren haben sie geschafft, ich habe gesagt, nein, in 3 Jahren. Also ich bin typisch Unternehmer. Unternehmergeist habe ich. Den muss man haben, aber muss man auch ein bisschen verrückt sein. Weil ich kenne keinen Unternehmer, der nicht ein bisschen verrückt ist. Weil es ist ja Risiko, es ist über alles, was man macht. Ich bin heute motivierter als vor 20 Jahren, weil ich weiß heute besser, was es geht, wie es geht. Und ich tue etwas Gutes, das motiviert mich auch. Aber natürlich ist es nicht immer einfach. Muss man schon ein bisschen Mut haben. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Wer möchte? Ja, vielen Dank. Sie mal angenommen, einen Konzern beraten müssten, was würden Sie den Leadern, den Unternehmern in so großen Konzernen raten? Mit was sollten sie anfangen? Also ich müsste erstmal den Unternehmer kennenlernen, der Chef vom Konzern. Dann würde ich ganz schnell sagen, ja oder nein. Mal angenommen, Sie sagen ja. Also der muss definitiv, vieles muss geändert werden. Es darf nicht nur Zahlen, weil die Zahlen machen wir, wenn unsere Mitarbeiter motiviert sind. Also unser Kapital ist der Mitarbeiter. Wenn der im Unternehmen nicht funktioniert, das ist schwer. Also ich würde definitiv den Chef auch mal sagen, dass er unbedingt Menschen einstellen soll. Es gibt ITler, es gibt in jeder Branche Menschen, die krank geworden sind oder die im Rollstuhl sitzen oder das Leben lang waren sie im Rollstuhl. Das ist eine Bereicherung, was wir als Chef von den Mitarbeitern lernen. Man schämt sich ja, wenn wir gesund sind, laufen können, joggen können und wenn jemand im Rollstuhl ist, dass wir jammern. Und vor allem in Europa darf man nicht jammern. Das sind so viele Möglichkeiten. Einfach aufstehen, mitnehmen. Vielen Dank. I mean, sorry. Do you get instantaneous translation? No, huh? Okay. First of all, I mean, I would really like to thank you very much for sharing that today. Personally, I'm really touched about your story. I have a question because you said that actually you train all these people that you embark actually on the journey with you. How do you train them? I mean, is it like psychological support? What is it? Technical? How do you accompany them to make it happen, and to be able to go back to work, to regain motivation, energy, and dignity? Because I'm really thank you for that. It's fantastic. Thank you.
Bei der Vorstellungsgespräch, erstmal nehme ich jede Hürde weg, weil ich ja überwiegend die Vorstellung selber vornehme, dass erstmal derjenige richtig Mut hat, locker ist, dass wir alle gleich sind. Und wenn wir ihn einstellen, fangen wir von Anfang an Tarif bezahlen, also gut Geld bezahlen. Dieses Geld, eigenes Geld verdienen, Job haben, das macht auch Mut und macht frei. Wie wir trainieren, wir trainieren es so, wir haben ja selber einen Psychologe im Betrieb, falls Hilfe nötig wird. Aber in der Regel trainieren wir so, dass ein Mitarbeiter, der mit Handicap, einer ohne Handicap, dass sie zusammenarbeiten. Langsam. In der Regel dauert manchmal ein Jahr, manchmal sogar länger. Dann haben wir den Mitarbeiter so weit, er kennt sein Objekt, er kennt die Struktur, kann morgens früh aufzustehen, kann die Struktur wieder lernen. Manchmal dauert es länger, dass man früh aufstehen muss. Wenn einmal diese Struktur da ist, funktioniert es. Es ist nicht immer einfach, weil es gibt viele Mitarbeiter, die mit dem geistige, psychische Schwerbehinderung haben. Die müssen muss immer alles wirklich strukturiert sein. Und Gebäudereinigung ist immer eine verrückte Branche. Ja? Manchmal kann man nicht alles strukturieren. Das ist manchmal nicht einfach, aber in der Regel funktioniert das schon, weil wir immer Teams bilden, mischen die Teams, Schwerbehinderte, nicht schwerbehindert, deswegen funktioniert das sehr gut. Ja. Keine Frage mehr im Raum ist? Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Natürlich, ich habe viel gearbeitet, ich habe eine gute Ausrede, ich habe kein Englisch gelernt. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Sehr gerne.